Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yamaha Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zu Gast im Studio ist Daniela Pallas. Hallo. Daniela, du warst ja schon mal bei uns hier und hast da den Y-Log vorgestellt. Aber vielleicht für alle, die Zuschauer, die das Video noch nicht gesehen haben, magst du noch ein bisschen was über dich und deine Position bei Yamaha sagen? Sehr gerne. Ja, ich bin bei Yamaha Produktmanagerin für den Automotive-Bereich. Das heißt, ich kümmere mich hier um die internen I/O-Schnittstellen sowie um die Flachbandkabel, also die FFCs. Und aus diesem Automotive-Bereich hast du uns heute ein Produkt mitgebracht, was genutzt wird für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, ne? Richtig. Und zwar, ich habe den MyHDI mitgebracht oder den High-Speed Data Ethernet Connector. Und zwar, es handelt sich hier um einen sehr kleinen, kompakten Steckverbinder mit einem differenziellen Kontaktpaar, mit einem Außenschirm, was halt für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung im Automobilbereich entwickelt wurde. Und ich sehe jetzt hier auch schon auf dem, du hast uns ja verschiedene Beispiele mitgebracht, also verschiedene Größen auch. Genau, wir haben halt einmal zum Beispiel die Single-Variante, also es ist immer so, dass ein differenzielles Kontaktpaar mit Schirm wird als eine Variante oder ein PIN-Paar bezeichnet oder halt die Quad-Variante, das sind halt die Varianten, die derzeit schon aufgetoolt sind und an der Double-Variante arbeiten wir derzeit gerade. Und ja, was ist denn aus deiner Sicht an dem Steckverbindersystem das Besondere? Also es ist, wie ich schon gesagt habe, ein sehr kleiner und kompakter Steckverbinder, aber er schafft es halt aufgrund von seinem Design, dass man halt hier Übertragungsraten bis zu 20 Gigahertz bei 12 dB Return Loss erreicht, was ein sehr guter Wert ist für so eine geringe Bauraumgröße. Und damit kann man natürlich Protokolle wie zum Beispiel PCI Express 4.0, USB 3.1 oder halt auch die Automotive Ethernet Protokolle sicherstellen. Du hast ja gerade schon angedeutet, also wir können verschiedene Protokolle übertragen. Was sind denn so aus deiner Sicht da die typischen Anwendungen im Bereich Automotive? Ja, typische Anwendung ist natürlich alles, wo hohe Datenübertragungsraten, hohe Datenübertragungsqualität gefordert wird. Also es fängt an bei Kamerasystemen, es geht über LiDAR, Radarsysteme, natürlich alles, was in Richtung autonomes Fahren geht beispielsweise oder auch Anwendungen wie zum Beispiel das Rear-Seat Entertainment. Und wenn das Teil jetzt hier quasi eingesetzt wird, muss es natürlich auch verbunden werden, gesteckt werden. Und da gibt es auch verschiedene Varianten. Genau, es gibt hier verschiedene Codierungen, wie man schon sehen kann. Ich habe hier eine kleine Auswahl mitgebracht. Insgesamt gibt es 14 Farbkodierungen und jede Farbkodierung hat auch eine eigene mechanische Kodierung. Das heißt, mechanische Kodierung, Kodiernasen an verschiedenen Positionen und dadurch habe ich eine Poka-Yoke-Funktion und es ist quasi nicht möglich, dass ich jetzt eine Kabelseite, die weiß ist, in ein blaues Gehäuse reinstecken kann. Und wo siehst du jetzt den wesentlichen Benefit, wenn sich die Kunden für den YHDI entscheiden? Ja, zum einen haben sie natürlich ein sehr gutes, automotive qualifiziertes Produkt für ihre hohen Anforderungen und zum anderen bieten wir aber dem Kunden noch andere Produkte aus unserem Bereich mit an, wie halt zum Beispiel den Mini-Fakra, der in ähnliche Applikationen reingeht, aber für andere Protokolle beispielsweise genutzt wird oder auch wenn man dann ins Innere des Gehäuses reingeht, also innere Steckverbinder wie zum Beispiel unseren High-Speed Floating Board, die natürlich auch diese hohen Datenübertragungsraten im Inneren des Gehäuses weiter übertragen. Das klingt gut. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.